Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Future Hamburg Talk. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich, dass ich heute Christian Siegmund von Wild Plastic bei mir habe. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Chris, Wild Plastic, das klingt im wahrsten Sinne des Wortes ziemlich wild. Was ist das? Wie kommt dieser Name zustande? Was macht ihr? Gute Frage. Also wildes Plastik gibt's ja erstmal nicht. Das ist was total unwildes Plastik, also ein Industrieprodukt per se. Und was wir machen ist, wir retten das wilde Plastik, das, was sich in der Umwelt befindet, und bringen es zurück in den Kreislauf, weil wir haben knapp 80% des jemals produzierten Plastikmülls in der Umwelt verloren. Eigentlich ein Wertstoff, eigentlich wertvoll. Wir brauchen ihn in der Produktion. Warum also nicht zurückholen? Und wie bist du dazu gekommen? Also wie hat dich das Thema irgendwie ergriffen, dass du scheinbar Wild Plastic mitgegründet hast? Die Geschichte von Wild Plastic ist, dass ich nicht alleine bin oder war, sondern wir 6 Menschen waren, also Wild Plastic hatte Geburtstag am letzten Samstag. Herzlichen Glückwunsch an uns alle. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Aber vor 4 Jahren sind wir zusammengekommen und haben aus verschiedenen Perspektiven das Gleiche gesehen, das Plastikmüllproblem. Ich war in Peru, Fritjof und Holger waren in Südostasien und das sind so die Hotspots des wilden Plastiks, da kommt man gar nicht drum rum. Katrin ist Produktdesignerin, Nadja hat Cleanups gemacht und Dieter ist Kunststoffexperte und alle haben halt gesehen, hey, wenn sich jetzt nichts ändert, dann wird's richtig doll und aus dem Modus raus ist Wild Plastic entstanden. Und sag mal, eure Mission ist ja, die Erde von dem sogenannten wilden Plastik zu befreien. Das sammelt ihr auf oder lasst es auch aufsammeln in Ländern des globalen Südens vor allem. Mal angenommen, jetzt ist alles wilde Plastik weg. Das wäre ja grundsätzlich erstmal, glaube ich, gut, erstrebenswert. Dann habt ihr eure Mission erfüllt, aber dann bist du arbeitslos. Ja, so sieht's aus. Also würde ich mich drauf freuen. Nein, Spaß beiseite. Das ist unser Ziel. Wir wollen das wilde Plastik retten und zurück in den Kreislauf bringen. Das ist ja erstmal eine endliche Menge. Irgendwann ist es geschafft. Das Problem ist, dass das so viel ist, dass wir da, glaube ich, Jahrzehnte dran uns abarbeiten werden und derzeit einfach noch viel mehr emittiert wird, als gerettet wird. Und wir uns darüber im Klaren sein müssen, das ist eine Jahrhundertaufgabe. So. Und wenn wir jetzt nicht anfangen, dann wird es immer schwieriger, wird es immer schwerer. Aber du hast recht, ich würde mich auf den Tag freuen, an dem wir das nicht mehr machen müssen, weil das wäre ein gutes Zeichen. Also sich selbst obsolet machen als Mission eines Unternehmens, das klingt ziemlich absurd, um ehrlich zu sein erstmal. Aus nachhaltiger Perspektive natürlich gut. Aber würdest du sagen, das geht denn zusammen, profitabel wirtschaften und trotzdem einen nachhaltigen Zweck zu verfolgen? Ja, das ist ein guter Aspekt, weil Wild Plastic ist ja kein Selbstzweck. Also wir haben jetzt nicht gesagt, wow, wir wollen uns wahnsinnig gerne mit diesem Thema auseinandersetzen und wir können uns nichts Schöneres im Leben vorstellen und das ist wahrscheinlich das profitabelste Geschäft aller Zeiten, ganz im Gegenteil. Wir haben das aus einer Problemperspektive heraus gemacht und gesagt, wenn das jetzt nicht angegangen wird, dann wird's übel. Ist es jetzt schon, wenn wir ganz ehrlich sind. Und trotzdem glauben wir halt, dass Impact-Unternehmertum der richtige Weg ist. Das, was wir machen, können wir profitabel machen. Nicht, weil die Idee so wahnsinnig gut ist, sondern weil es eine extreme Nachfrage nach Recyclingplastik gibt. Also es wird jedes Jahr mehr Plastik produziert. Der Großteil davon, 80-90%, ist Neuplastik aus weiterem Öl, aus weiterem Gas. Und uns ist vollkommen klar, wenn wir Plastik noch brauchen, wenn ich hier im Raum gucke, gibt es ganz viele Dinge aus Plastik. Warum sind die nicht aus Recyclingplastik und warum nicht aus dem, was in der Umwelt liegt? So und das können wir wirtschaftlich betreiben. Deswegen macht es auch Sinn, Wild Plastic als Unternehmen zu führen. Aber wir haben das nicht aus Jux und Dollerei gemacht. Das ist klar. Und sag mal, ich meine, ihr sammelt ja nicht nur das Plastik auf, sondern ihr stellt ja auch etwas daraus her. Das ist sozusagen schon mal euer Beitrag zur Nachhaltigkeit. Aber Nachhaltigkeit bedeutet ja auch für euch, dass ihr sozusagen als Unternehmen euch so aufgestellt habt, dass ihr quasi kein Spekulationsgut auf dem Markt sein könnt, sondern ihr gehört euch selbst. Eure Rechtsform hat auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Wie kann ich mir das oder was kann ich mir darunter vorstellen? Ja. Wie funktioniert das? Wir haben Wild Plastic als Unternehmen gegründet, als GmbH und da ist ja erstmal so die Grundannahme, möglichst schnell, möglichst groß und dann entweder einen Exit machen oder an die Börse, so.
das ist ja auch ganz häufig die Geschichte von jungen, erfolgreichen Startups. Uns war klar, dass das nicht unser Weg ist und nicht der Weg von Wild Plastic, weil wir ja auch, weil sich bei uns ganz viel um die Frage gedreht hat, warum machen wir das? Warum? Und wir machen es eben nicht, um in 3 Jahren irgendwie ganz schnell dieses Unternehmen an einen großen Konzern zu verkaufen, sondern wir machen das, um den nächsten Generationen eine plastikfreie Umwelt bieten zu können. Und wenn ich das in meiner Lebenszeit nicht schaffe, ich hoffe, das kriegen wir hin, dann würden wir das Unternehmen an die nächste Generation übergeben. Und das, was du ansprachst, das nennt sich Verantwortungseigentum. Also wir haben das Unternehmen in Verantwortungseigentum gegründet. Vielleicht hast du von Patagonia mitbekommen, dass der Gründer das Unternehmen sich selbst verschenkt hat. Und wir haben eigentlich genau das Gleiche bei der Gründung gemacht. Also 1% der Stimmrechte gehört nicht uns, sondern der Purpose Stiftung. Und die garantiert uns 2 Dinge. Erstens, das Unternehmen ist unverkäuflich. Es gehört sich selbst. Es wird nicht zum Spekulationsobjekt. Und wenn wir denn Gewinne machen, dann sind die kein Mittel und Zweck, dass Christian Siegmund sich einen neuen Ferrari kaufen kann, weil es besonders gut lief, sondern die werden reinvestiert in Sinn und Zweck. Also alles für den guten Zweck. Ich habe noch eine Frage, und zwar, ihr seid ja in Hamburg und habt hier euer Office, ihr habt euch hier gegründet, ihr seid hier als Gründungsteam. Und würdest du sagen, dass euer Standort in Hamburg ist ja auch eine Hafenstadt, für euch irgendwie Vorteile mit sich bringt? Oder seid ihr einfach hier, weil du hier lebst oder ihr hier lebt? Ja, wir sind nicht nur in Hamburg, sondern wir sind auch in der Speicherstadt, was ja eigentlich noch ironischer ist, weil das sozusagen der Ort ist, an dem irgendwie vor über 120 Jahren die ersten Importgüter angekommen sind, dann gelagert und verkauft wurden. Wir machen was sehr Ähnliches jetzt. Wir importieren Müll. Also wildes Plastik, wir lagern das nicht in der Speicherstadt, das ist jetzt zu romantisch die Idee, aber trotzdem ist das ja symbolisch. Und ich glaube, es gibt 2 Aspekte, über die ich da gern sprechen wollen würde. Zum einen natürlich, dass wir ein wahnsinnig gutes Netzwerk vorfinden in Hamburg, was Logistik, was International Trade angeht, was aber auch die Unterstützung von Sozialunternehmen angeht, das muss man sagen. Da hat Hamburg, glaube ich, verstanden, dass die Zukunft anders aussieht als die Vergangenheit. Und dass es jetzt anderes braucht und andere Unterstützungswege. Aber um nochmal über die Speicherstadt zu sprechen, das ist natürlich auch ein Stück, Handelsgeschichte. Und da wurde ganz viel Handel mit dem globalen Süden betrieben und häufig ausbeuterisch, häufig eben nicht nachhaltig, ganz im Gegenteil. Mit der Geschichte müssen wir uns auch auseinandersetzen und uns fragen, wie wollen wir denn jetzt agieren? Wie wollen wir denn jetzt handeln? Und wie wollen wir denn mit Partnerorganisationen im globalen Süden Partnerschaften schließen? Ist ja auch eine Möglichkeit, einerseits die Aufarbeitung, andererseits aber auch neue Narrative zu entwickeln, zu schreiben und Zukunft eben somit auch nachhaltiger und auch in sozialer Hinsicht fairer, gerechter zu gestalten. Apropos Zukunft. Mich würde noch interessieren, ihr stellt die Plastiktüten oder die wilden Plastiktüten her. Ihr habt aber auch schon Kooperationen unter anderem mit Otto gehabt, wo ihr die Verpackung der Versandmaterialien in Zusammenarbeit hergestellt habt oder das auch immer noch tut. Was passiert dann oder was kann man bei euch jetzt so in Zukunft noch erwarten? Woran tüftelt ihr in euren Wild Plastic Werkstätten? Ja. Wir machen mehr von dem, was wir jetzt schon tun. Wir wollen einfach mehr Plastik retten. Uns interessiert eine Zahl. Wie viel Tonnen haben wir aus der Umwelt geholt? Wir haben vor 3 Jahren angefangen, da waren es 5 Tonnen, dann wurden es 50 Tonnen, jetzt werden es 250 Tonnen und nächstes Jahr werden es hoffentlich 1000 Tonnen. Also das ist so unsere Bilanz, unsere Impact-Bilanz. Jede Tonne rettet Plastik, spart CO2 und verbessert Arbeitsbedingungen. Aber wir wollen nicht nur Folienplastik retten. Also das, was wir im Moment machen, ist, aus Folien werden Folien und wir retten etwas, aus dem wieder Mülltüten werden. Da liegt ja noch viel mehr. Da liegen Flaschen, da liegen Fischernetze, liegt Hartplastik. Was ist denn damit? Seid ihr sicher, wir denken gerade sehr viel drüber nach, was daraus werden könnte, was sinnvolle Einsatzzwecke sind, weil es geht um zirkuläre Produkte, es geht um sinnvollen Einsatz von Plastik. Nicht jedes Plastik ist sinnvoll und da stecken wir gerade viel Hirnschmalz rein. Das heißt aber, es ist auch möglich, dass ihr irgendwann da selber daran arbeitet, quasi ein Plastik herzustellen, das von Anfang an nachhaltig ist und sich vielleicht sogar selber zersetzt? Oder seht ihr euch eher als die Recycler, die sich dann eher breiter aufstellen? Auch da 2 Antworten. Ich glaube, wir sind die Recycler, die dafür sorgen, dass wildes Plastik
erstmal gerettet werden kann, aber dann auch nicht verbrannt wird, sondern wirklich recycelt wird. So, das ist ja der Moment, in dem der Impact eigentlich entsteht und in dem wieder was Neues draus wird. Und das ist ja auch unsere Hypothese. Also wenn es einen riesigen Markt für Plastik noch gibt, und den wird es leider noch geben, warum dann nicht das ganze Material einsetzen? Aber auf der anderen Seite, wir haben eine ganz tolle Büro-WG mit Traceless Materials aus Hamburg. Und wenn du in die Speicherstadt kommst, dann stehen da 2 Schilder: Wild Plastic Recovered from Nature und Traceless Designed for Nature. Und ich habe Anne von Traceless schon gefragt, wann wir denn die ersten Mülltüten aus Traceless-Material machen. Ich hätte Lust, und das würde uns die Möglichkeit geben, dadurch dann wiederum Strukturen zu finanzieren, die es heute noch nicht gibt. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend, als sei da ein erster Match vielleicht und als würde die Zukunft einiges für euch bereithalten. Ich bin gespannt und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und den Einblick in eure wilde Welt. Ja, danke dir. Danke euch. Ja, ich danke auch euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Für dieses Mal sage ich, macht's gut und bis bald.